Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, und es geht heute weiter mit meiner Gozo-Inselumrundung, also zweite Etappe der Küstenwanderung. Heute auf dem Plan stehen ja, gut 20,5 Kilometer, ungefähr 500 Höhenmeter. Ja, gestartet bin ich jetzt heute Morgen an diesem Inlandsee, wo ich gestern ja auch aufgehört habe. Und wenn ich heute Glück habe, ist es nicht ganz so heiß wie gestern. Also heute Morgen ist es noch ein bisschen bewölkt und ja, gestern hat die Sonne schon ganz schön gebrannt. Ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr wissen wollt, wie die zweite Etappe meiner Inselumrundung so ist, bleibt dran. Ja, und dann schauen wir uns das Ganze mal zusammen an. Startpunkt meiner zweiten Etappe war bei Tveira. Der Weg ging direkt weiter, wie er am Vortag aufgehört hat. Auf schmalen Pfaden an der Küste entlang. Das erste Highlight der Etappe sollte auch nicht lange auf sich warten lassen. Ein aus dem Jahre 1652 stammender Wehrturm, der Tveira Tower. Der Tveira Tower gehörte zu einer Reihe weiterer Türme, welche als Wachposten auf der Insel dienten und vor herannahenden Schiffen warnen sollten. Es sollte somit nicht der einzige Turm auf der weiteren Tour gewesen sein. Vorbei am bekannten Fungus Rock, einem 65 Meter hohen Kalksteinfelsen, ging es weiter, zunächst an der Steilküste bergan und dann auf den gefährlichsten Abschnitt der Wanderung. Wieso gefährlich? Das erzähle ich euch einfach mal selbst. Ach, hey Leute, öfter mal was Neues. Folge meiner Route bzw. dem roten. So, ich kann euch sagen, jetzt führt mich der Weg hier an der Küste entlang eben, kurz nach dem Start. Ich kann euch nur empfehlen, seht zu, dass ihr von vornherein einen großen Bogen einplant. Ich stand dann irgendwo so aufgemalt, ne, privat, kein Eintritt, aber das sah so aus, als wäre das Areal links vom Weg und der Weg, also auch mit dieser roten Markierung, geradeaus weiter. Und dann läufst du dann an der Küste entlang und da wird auf einmal dann scharf geschossen. Und dann flitzt auf einmal 50 Meter weiter einer mit dem Gewehr vorbei und dann wird weiter geschossen. Da habe ich auch mal die Beine in die Hand genommen, kann ich euch sagen. Also, Sache gibt's. Irre. Wie gesagt, an der Stelle direkt nach diesem Inlandsee plant am besten einen großen Bogen im Inland für die Stelle ein. Echt ohne Worte. Ja, gerade noch beim Wanderführer nachgelesen, steht drin, Jagdgebiet. Jäger haben während der Saison haben Pfeile aufgemalt, um die Wanderer während der Saison sicher durch das Jagdgebiet zu führen. Genau, ist klar. Nach all der Aufregung und dem abseits der Kamera eingelegten 2 Kilometer Spurt ging es entspannter weiter im Wechsel auf breiten und schmalen Wegen, mal etwas näher an der Steilküste, mal etwas weiter weg davon. Kurz vorm Örtchen Schlendi wurde es dann wieder ein wenig abenteuerlich. Ich verlor den Weg. Quer über die Felsen ging ich weiter und stieß glücklicherweise vom finalen Abstieg auf grob gehauene Stufen, die mich in den Ort hinabführten.
dem Ort wurde nicht lange verweilt. Nach kurzem Kameraschwenk ging es wieder hinaus und weiter an der Bucht entlang bis zum nächsten Wehrturm, dem 1650 erbauten Schlendi Tower. Wie auch schon vom ersten Turm hat man hier eine schöne Sicht und unterhalb des Turmes lagen auch wieder Salzpfannen. Die ersten, die ich an diesem Tag zu Gesicht bekam. In der Folge erklomm ich die höchsten Klippen von Gozo, die Sanat-Klippen. Diese ragen bis zu 120 Meter aus dem Meer empor und bilden einen ca. 20 Hektar großen Küstenstreifen. Ja, Hälfte vom Weg ist geschafft. Bin gerade mal wieder von Meereshöhe auf so eine Klippe hoch. Ja, Sonne ist heute nicht so krass, aber es ist warm, es ist schweißtreibend. Aber wenn er hier mal um mich rum guckt, ja, von der Kulisse her ziemlich geil. Ja, und ich laufe jetzt weiter. Hier machte der Weg auch einen Knick und es ging ein Stück weit ins Inselinnere in den Ort Sanat. Ziel des Abstechers war die dortige Parish Church of St. Margaret, eine der über 365 Kirchen auf Malta und Gozo. Leider hatte sie geschlossen, so dass ich direkt wieder in Richtung Küste weiterwanderte. An der Küste angekommen, traf ich wieder auf die Sanat-Klippen. Immer noch verdammt hoch über dem Meer und sehr beeindruckend. Aber von hier an ging es dann erstmal wieder bergab und ein Stück weiter des Weges kamen auch erstmals Malta und Comino, die kleine Insel zwischen Gozo und Malta, in Sicht. Nach Durchquerung einer gut besuchten Bucht und Anstieg über in den Fels gehauenen Stufen ging es weiter zum dritten Turm des Tages. Dieser stammt aus dem Jahr 1661 und war im Gegensatz zu den beiden anderen Türmen leider nicht für Besucher geöffnet. Von
hier aus ging es nun auf die letzten rund 3 Kilometer zum Ziel, dem Fährhafen von Ngara. Über schmale Pfade und direkt am Meer entlang bildete dieses letzte Wegstück nochmal einen starken Kontrast zu den gerade eben bewanderten Sanad-Klippen. Hier seht ihr nochmal die heutige Route. Von Tveira aus ging es entgegen dem Uhrzeigersinn vorbei an Türmen und an beeindruckender Steilküste entlang bis zum Fährhafen in Ngara. Kleiner Ausblick: Im nächsten Gozo-Video geht es vom Fährhafen aus weiter bis Masalforn, Ziel bzw. Startpunkt meiner Inselumrundung. Ja, da haben wir es fast geschafft. Hier hinter mir seht ihr jetzt auch schon mein heutiges Ziel, den Fährhafen auf der Südseite von Gozo. Ja, zur heutigen Tour, was kann man da sagen? Sie war doch insgesamt sehr abenteuerlich, ging schon morgens gut los, wo ich durch dieses Jagdrevier irgendwie durch bin. Ja, sportliche Geschichte. Braucht man nicht unbedingt. Ja, also falls ihr diese Tour auch mal machen wollt, achtet einfach darauf. Auch wenn es, wie ich im Nachgang jetzt festgestellt habe, im Wanderführer drin steht. Habe ja den von Rother, diese Inselumrundung genommen, dass da Jagdrevier ist und dass da entsprechend die Markierungen, ne, mit dem gefahrfrei durchlaufen gemacht wurden. Also könnt ihr vergessen. Wenn möglich, plant es um. Genau, das zweite Abenteuerliche ist zum Teil die Wegführung. Die passt auch nicht immer mit dem, was ihr jetzt hier als GPX-Datei dabei habt, weil ihr steht dann an einigen Stellen und denkt euch, ja, aber hier soll ich lang, aber da ist kein Weg. Ne? Gerade vor dem ersten Ort, wo ich durch bin. Also ich bin runtergekommen, aber halt nicht so, wie es die Route dann vorgesehen hat. Und das ist auch noch an einigen anderen Stellen der Fall. Ansonsten, man sieht immer mal wieder eine rote Markierung im Sinne von so einem roten Punkt, der irgendwo aufgesprüht ist. Das scheint mir auch eine Inselumrundung zu sein, also zumindest folge ich dem auch immer mal wieder ein ganzes Stück, passt aber auch nicht 100% zu der Datei, die der Wanderführer da zur Verfügung stellt. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Es ist jetzt zum Glück ein bisschen zugezogen heute Abend. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so heiß und schweißtreibend, wie es zwischendrin mal war. Ja, morgen soll es wohl regnen bzw. gewittern. Mal schauen, wie es dann da auch tatsächlich aussieht. Und ja, genau. Aber ich würde sagen, alles was morgen ist, gucken wir uns dann auch beim nächsten Mal an. Ich mache jetzt hier die letzten paar Meter und dann sehe ich zu, dass ich wieder zurück in meine Unterkunft komme. In diesem Sinne. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mich zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich auch bei der dritten und letzten Etappe der Inselumrundung wieder.